Ja, grüß euch zusammen. Ja, es war mal wieder Zeit für einen Ausflug. Die letzten Wochen, Monate bin ich nicht dafür dazu gekommen. Ende Oktober habe ich eine Knie-OP gehabt und dann das schlechte Wetter war nicht recht einladend. Aus dem Grund drehen wir jetzt einfach mal die Zeit 4 Jahre zurück, 2018. Da hatte ich so die Idee, mit dem Motorrad mit dem Mangel einzufahren. Habe mir dann im Herbst 2018 eine 50er GS gekauft und ja, ein bisschen hergerichtet, die Kupplung hat gemacht werden müssen und dann war die Kiste fertig. Als ich ihm ehrlich erzählt habe, was ich machen möchte, war der total begeistert. Er hat gesagt, Mongolei kriegt er zeitlich nicht geregelt, aber also von 2 Wochen Ausflug können wir schon miteinander unternehmen und so sind wir dann im Mai 2019 losgefahren Richtung Balkan. Ja, in der Früh um 5 haben wir aufgesattelt gehabt und sind Richtung Brennerpass gefahren, über das Pustertal ist aufgegangen, zum Kreuzpass, weiter Triest, Rijeka. Und am späten Nachmittag sind wir dann in Novo Vinodolski angekommen an der kroatischen Küste. Da haben wir unsere Unterkunft gesucht und haben den ersten Tag gut sein lassen. Am nächsten Tag sind wir noch die kroatische Küste entlang bis Zadar, haben dann über die Autobahn abgekürzt, um dann auf Höhe von Split Richtung Bosnien zu fahren. Da sind wir dann so gegen Mittag in Mostar angekommen und haben uns mal ein bisschen orientiert, wie es weitergehen soll. Der Plan war dann bei Gajko über die grüne Grenze nach Montenegro zu fahren, aber wegen der nicht vorhandenen Ortskenntnis waren wir jetzt nicht sicher, ob da der Übergang überhaupt machbar ist. Wir sind da am Nachmittag so um 4:30 oben angekommen und ja, keine Barriere, kein Zöllner, nichts. Konnten dann nach Montenegro einreisen und haben dann da in der Nähe von Pluzine an einem Campingplatz und einen lustigen Abend gehabt. In der Früh haben wir einen Campingplatz verlassen, sind nach Pluzine und von da gleich mal Richtung Dumitag-Gebirge hinaufgefahren. Leider war das noch nicht ganz möglich, da hat es noch viel zu viel Schnee gehabt und so haben wir dann uns entschieden, südlich von dem Gebirgsstock einfach freie Schnauze über Forststraßen Richtung Zabliak weiterzufahren. Das hat dann ganz gut funktioniert. Gegen Mittag sind wir dann in der Nähe Zabliak rausgekommen, um dann da auf eine Route einzusteigen, die mittlerweile bekannt ist als TET. Und da sind wir dann auch gleich mal nach den ersten Kilometern an unsere Grenzen gestoßen, mit Schneeverwehungen. Und ja, aber der Drang war da, einfach über den Berg drüber zu fahren. Haben es letztendlich dann auch geschafft. Gegen Mittag haben wir einen Pass erreicht, der schon freigebackert war. Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass das der falsche Ausstieg ist. Wir haben dann über ein bisschen einen größeren Umweg die Straße bei Regen nach Kolaschin gefunden und ja, im Irish Pub von Kolaschin bei einem Bier unsere Unterkunft gesucht. Wir sind dann von Kolaschin über den Pass nach Plev gefahren, haben da eine kurze Regenpause in Gujini gemacht, sind dann von Gujini aus nach Albanien eingereist. Ich habe das gekannt von früher, wir waren da mal mit dem VW-Bus unterwegs, eine wilde, grobe Straße. Umso dümmer haben wir reingeschaut, als wir gesehen haben, dass alles frisch geteert war. Auf halbem Weg sind wir dann in ein Seitental hineingefahren, nach Nitschki. Da haben wir dann ein nettes Platz gefunden zum Brotzeit machen. Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen und es war eigentlich tipptopp zum Fahren.
Ja, in Hanihatti haben wir die Nacht verbracht an einer Tankstelle, so einem alten Truckstop. Da haben wir für wenig Geld oben Zimmer gehabt und das war perfekt. Ein super Ausgangspunkt, um am nächsten Tag ins Teetal weiterzufahren. Bill macht es noch, bevor es komplett geteert ist. Und ja, legt seinen Stopp ein beim Jimmy, der hat eine super Unterkunft. Und der freut sich immer, wenn jemand vorbeischaut. Ein lustiger Kamerad und da macht es Spaß. Und da muss keiner verhungern. Ich kann euch nur empfehlen, bestellt euch den Fisch, ist empfehlenswert. Ja, bei der Fahrt dann durchs Teetal hat der Jörgl Probleme gekriegt mit der Lenkung. Wir haben dann nachgeschaut und das Problem war, dass die Aufhängung vom Telelever, von der Gabel vorn, die war locker. Wir mussten dann ein paar Mal stehen bleiben, um das nachzuziehen. Und sind dann bei strömendem Regen, also ich war selten einen schwereren Regen als wir den albanischen. Bisschen. Bis auf die Haut halt. Die einen machen es mit nassen Socken, die anderen machen es mit Feuerstäbe, aber die haben alle die gleichen. Jetzt einen albanischen Trockner, oder? Ich schon. Ja, wir sind von Skoda Richtung Osten weitergefahren. Ziel war Tuck und dann eben über die ganzen Brandwaldstraßen und Bergbaugebiete Richtung Kukes. Das hat uns dann noch 3-4 Tage gekostet mit den ganzen Schleifen, wie wir es so eingeplant haben. Die Landschaft ist traumhaft und ich kann es nur jedem empfehlen.
um 8 Uhr losfahren, ein Frühstück organisieren, gegen Mittag eine Kaffeepause und dort gleich mal ein Bier kaufen. Dann hat's Kaffeepause, war dann um nachmittags um 3. Da haben wir dann das Bier getrunken, eine Zigarette geraucht und ja, so gegen 5, 6 haben wir unsere Unterkunft gesucht und haben uns halt dann mal wieder so einen Fleischbraten auftischen lassen und deswegen heißt das Ganze auch Mixed Meat Rally, weil wir haben eigentlich nur Fleisch gegessen. Dein Info schon gespannt. Der scheiß Stor halt rausgestanden, weißt du, in dem rogeligen Scheiß da. Ja. China Dingsbums da, Blinker, ey. Die Hochebenen und Kukes rum, ey, das ist ein Traum. Er hat eine super Aussicht nach Norden, Richtung Kosovo. Da blitzen die weißen Schneeberge noch raus. Und ja, ist halt immer so, wie früher mal dort ist. Wir haben da auch zweimal umdrehen müssen, weil einfach noch die Straße von Altschnee eingeweiht war. Ja, nach 10 Tagen haben wir uns noch halt schon mal langsam Gedanken machen müssen, wie es weitergeht, weil die geplante Route bis an die griechische Grenze, die war sie zeitlich nicht mehr ausgegangen. Und so haben wir dann uns entschlossen, uns langsam auf dem Heimweg zu machen. Ja, überall in der Straße sieht man da die Tabakhändler. Und so, da kannst du das pfundweise kaufen an Tabak. Über Kosovo zurückzufahren wäre Plan B gewesen, aber ich habe auf der Karte noch einen grünen Grenzübergang gefunden nach Montenegro rein und den haben wir dann auch ausprobiert und das hat alles ganz gut funktioniert. Ja, Valbona war ein wunderschönes Tal, das sehr an daheim erinnert. Wir sind dann da über eine grüne Grenze nach Montenegro reingefahren.
Schön beizig heute. Und nass. Die letzte Etappe war vom Tolmezzo über den St. Colana, Blöckenpass, ja, Vollbandhauern und so weiter, Gerlos, Aachensee, heim nach Garmisch. So, das ist der letzte Tag für unsere Reise. Und der Schneehaufen, der hält uns jetzt nicht mehr auf, Alter. Da kommen wir so lange durch.